Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir, wie wir mit wenig Vorerfahrung erfolgreich ein 18 Quadratmeter Zimmer fließen und verfugen. Wir zeigen, welche Hilfsmittel wir verwenden und worauf wir besonders achten. Unsere Videos sind nicht gesponsert und alle Produkte haben wir selbst gekauft. Dieses Zimmer wird von uns kernsaniert, das bedeutet, wir haben den vergammelten Holzboden entfernt, und eine neue Stahlbetonbodenplatte betoniert, sowie Abdichtung, Dämmung und Estrich mit Fußbodenheizung aufgebracht. Zu diesen Arbeiten gibt es detaillierte Videos auf unserem Kanal. Auch die Elektroinstallation, das Fenster und die Zwischendecke werden erneuert. Bevor wir mit den Bodenfliesen beginnen, wird das Zimmer komplett gespachtelt, geschliffen und gemalt. Es macht durchaus Sinn, diese Arbeiten vorzuziehen, damit der neue Bodenbelag nicht leidet. Dadurch ist viel Staub auf dem Estrich, der nun gründlich gereinigt werden muss. Wir bringen Haftgrund auf dem Estrich üppig auf. Dieser bindet den restlichen Staub, dringt leicht in die mineralische Oberfläche ein und dient als Haftvermittler für den Flexfliesenkleber. Der Haftgrund ist schon nach etwa einer Stunde überarbeitbar und soll sogar besser haften, wenn er noch etwas feucht ist. Man sieht hier, dass der Estrich nicht 100% glatt geworden ist, dennoch ist er schön eben. Diesen haben wir selbst eingebaut und mit Hilfe von eingemörtelten Schienen abgezogen. So konnten wir auch mit wenig Erfahrung eine höhengerechte Estrichfläche herstellen. Für den folgenden Fliesenkleber ist die rauere Oberfläche unserer Meinung nach sogar besser. Für das Verlegen der Bodenfliesen verwenden wir dieses Nivelliersystem. Die weißen Gewindelaschen werden dabei zwischen die Fliesen gestellt. Beide aneinander grenzende Fliesen liegen auf dem Plättchen auf und werden dann mit Hilfe der roten Gewindehaube auf die gleiche Höhe gezogen. Die weißen Laschen dienen gleichzeitig auch als Abstandshalter. Das System gibt es für verschiedene Fugenbreiten und kann bis zu einer Fliesendicke von 16 mm verwendet werden. Wir haben uns für eine Fugenbreite von 2 mm entschieden. Dieses System eignet sich besonders für großformatige Fliesen. Wir haben eine Fliesengröße von 30 x 60 cm gewählt. Aber da wir keine erfahrenen Fliesenleger sind, nutzen wir dieses System. Wir wollen hier am bodenlangen Fenster mit der Verlegung beginnen. Die Aluschiene haben wir uns parallel zum Fenster gelegt. Gegenüber des Fensters befindet sich die Zimmertür. Wir haben einen Abstand zwischen Fenster und Zimmertür von 408 cm gemessen. Dieses Maß teilen wir durch die Fliesenbreite inklusive Fuge von 30,2 cm. Wir kommen auf 13,5 Reihen. Bedeutet, wir würden an der Tür mit einer halben Fliesenbreite rauskommen. Damit wir die Breite der letzten Fliesenreihe vergrößern, müssen wir die Breite der ersten Reihe verringern, logisch. Also schneiden wir hier 7 cm ab. So hat die erste Reihe und die letzte etwa eine Dreiviertelbreite. Soweit die Theorie, mal sehen, ob wir das so hinbekommen. Da wir nun wissen, wie breit die erste Reihe wird, markieren wir diese mit einem Strich auf dem Estrich parallel zum Fenster. Die Fliesen schneiden wir ausschließlich mit dem Winkelschleifer und einer Keramiktrennscheibe. Wir legen nicht oft Fliesen, sonst würde sich ein Fliesenschneider sicher lohnen. Die geschnittenen Fliesen legen wir hier trocken hin, um sicherzugehen, dass die erste Reihe gut passt, bevor wir sie ankleben. In der Mitte des Fensters haben wir eine Fuge vorgesehen,
So gibt es optisch ein gleichmäßiges Bild in der Fensterleibung. Wir kontrollieren den Fugenabstand und zeichnen dann die letzte Fliese der Fensterleibung an. An der Wand entstehen keine kleineren Stückchen, das ist gut. Wir nutzen solch einen Winkel zum Anzeichnen. Jetzt ist die erste Reihe fertig geschnitten und liegt sauber an unserer Markierung. Die zweite Reihe wird dann hier um 1/3 verspringen und kommt dann ungefähr hier hin. Wir nehmen alle Fliesen zur Seite und mischen den Flexkleber nach Herstellerangaben. Wir verwenden eine Zahnkelle mit 8 mm Zahnung. Letztes Mal hatten wir das Problem, dass einige Fliesen sich gelöst haben. Diesmal bringen wir daher auch auf der Fliese Flexkleber auf. Das Zahnungsmuster sollte orthogonal zu dem des Bodens aufgebracht werden. Wir bringen nun erst die Abstandshalter an, bevor wir die Fliese andrücken. Jetzt können wir die erste Reihe recht zügig legen wegen der Vorarbeit. Wir kratzen den Kleber weg, damit wir hier eine Aluschiene zur Kontrolle anlegen können. Die erste Reihe muss ganz gerade sein, damit die folgenden Reihen auch gerade werden und die Fugen alle gleich breit sind. Anhand der gemachten Markierung legen wir nun die zweite Reihe. Wir haben uns für den Drittelverband entschieden, das bedeutet, die Fugen werden in jeder Reihe um 1/3 der Fliesenlänge versetzt. Bei diesem Fliesenmuster entsteht ein Treppenmuster, das den Raum optisch streckt. Nachdem die Fliesen gelegt sind, bringen wir die Gewindehauben an. Geübte Fliesenleger bringen oft Fliesenkleber großflächig auf. Da wir langsamer sind und nicht wollen, dass der Flexkleber antrocknet, machen wir erstmal nur kleine Abschnitte. Jetzt geht es gut voran, da pro Reihe nur noch 2 Fliesen geschnitten werden müssen. Diese schneiden wir erst, wenn wir die genaue Größe abmessen können. Wir kommen nun immer besser voran. Hier sind wir schon an der letzten Reihe angekommen. Wir wollen die frische Fläche nicht betreten, daher versuchen wir, uns rückwärts aus der Ecke herauszuarbeiten.
Trotz der Nivellierhilfe kontrollieren wir die Ebenheit mit der Wasserwaage. Wir schaffen es nicht, die ganze Fläche in einem Stück zu legen. Man kommt einfach nicht bis in die Ecken, ohne auf die frisch gelegten Fliesen zu treten. Wir machen den Rest also am nächsten Tag. Dafür ist es wichtig, überschüssigen Kleber abzukratzen, bevor er hart wird, damit er am nächsten Tag nicht im Weg ist. Die letzte Fliese wird geschnitten und passt. Unsere letzte Reihe hat eine schöne Breite und es fällt wenig auf, dass wir hier einige Zentimeter abgeschnitten haben. Die Rechnerei am Anfang hat sich also gelohnt. Nachdem der Flexkleber schön ausgehärtet ist, werden die Gewindehauben abgeschraubt und die Gewindelaschen abgebrochen. Dafür ist eine Sollbruchstelle vorgesehen. Als nächstes werden alle Fugen kontrolliert und Fliesenkleber ausgekratzt, wenn nötig. Dabei muss man sehr genau vorgehen, denn wenn Flexkleber in der Fuge verbleibt, sieht es nicht nur unschön aus, es wirkt sich auch auf die Stabilität der Fuge aus. Danach saugen wir die gesamte Fläche. Die Fläche ist sauber und sieht jetzt schon super aus. Als nächstes kommt das Verfugen. Wir haben uns für eine Flexfuge in Basaltgrau entschieden. Dieses Material wird genau nach Herstellerangaben angerührt, damit die Fuge stabil ist und immer die gleiche Farbe aufweist. Wenn man zu viel Wasser nimmt, wird die Fuge später heller. Wir verwenden ein Fugbrett zum Einbringen des Materials. Das funktioniert besser als mit einem Fugengummi. Die Fuge muss schön voll sein und wird dann diagonal mit dem Fugbrett abgezogen. Profis machen hier die ganze Fläche auf einmal, bevor gewaschen wird. Wir gehen reihenweise vor und waschen 5 Minuten später die Fliesen sauber. Dabei gehen wir sehr vorsichtig und gleichmäßig diagonal über die Fugen. Die Waschbox und das Schwammbrett sind dafür absolut genial. Das Schwammbrett wird nahezu ohne Druck über die Fläche gezogen. Die Oberfläche der Fuge wird dadurch gleichmäßig geschlossen und das überschüssige Material abgetragen. Wir achten beim Waschen darauf, dass keine Blasen oder Poren in der Fuge entstehen. Das passiert nur einige Male und wir drücken sofort mehr Material an der Stelle in die Fuge. Man kann das Fugenmaterial länger einziehen lassen, aber wir kommen so sehr gut klar und das Ergebnis ist aus unserer Sicht einwandfrei. Außerdem läuft man so nicht über die frisch verfugten Bereiche. Wir waschen das Schwammbrett oft aus, so ist die Fläche gleich schön sauber.
Jetzt fehlt nur noch ein kleines Stück vor der Tür und die Fläche ist fertig. Wir freuen uns, denn das hat gut geklappt und jetzt kann alles 2 Tage in Ruhe aushärten. Damit das Zimmer komplett ist, montieren wir dann noch die Lampen. Außerdem fehlen noch die neuen Schalter und Steckdosen. Erst jetzt wird der Randdämmstreifen bündig mit den Fliesen abgeschnitten. Denn jetzt fehlen nur noch die Fußleisten. Mit der Kappsäge bekommen wir auch die Gärungsschnitte gut hin. Zum Befestigen nutzen wir Montagekleber. Und fertig! Wir freuen uns sehr über unser selbst kernsaniertes Zimmer und hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Die verwendeten Materialien und Werkzeuge findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wir wünschen viel Erfolg bei euren Projekten und freuen uns auf das nächste Mal. Also bis bald!